Die Frage, die mich heute interessiert, ist vielleicht die unbequemste Frage, die man als Anlegerin oder Anleger stellen kann. Nicht, wie viel Rendite kann ich erwarten, sondern wie viel kann ich mit Aktien maximal verlieren. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von True Wealth. Was meinen wir überhaupt mit maximal verlieren? Wenn du ein global diversifiziertes Aktienportfolio hast, nicht eine einzelne Aktie, nicht einen Sektor, sondern den breiten Weltmarkt, dann gibt es verschiedene Arten von Verlust. Erstens der Tagesverlust. Am Black Monday 1987 ist der US-Markt an einem einzigen Tag über 20% gefallen und hat der MSCI World um 11% abgezogen. Brutal. Aber nur ein Tag. Zweitens der maximale Drawdown. Der grösste Rückgang vom Höchststand bis zum Tiefpunkt von der Krise. Das ist die Zahl, die wirklich interessiert, weil sie die Phase beschreibt, wo du ins Portfolio schaust und denkst, Kopf, so viel weniger als noch vor ein paar Monaten. Und drittens, und das ist das, was zählt, der dauerhafte Verlust. Geld, das tatsächlich weg ist und nicht zurückkommt. Und da wird es interessant. Schauen wir uns die grossen Krisen der letzten 100 Jahre an. Bewusst reale Zahlen, also inflationsbereinigt. Die grosse Depression ab 1929. Der US-Markt hat real etwa 80% verloren. Wer am Höchststand investiert hat, hat inflationsbereinigt bis Mitte der 1950er gebraucht, um wieder auf Null zu kommen. Über 25 Jahre. Schon damals wäre übrigens die Erholungsphase von einem international diversifizierten Portfolio kürzer gewesen. Zum Beispiel hat der Schweizer Aktienmarkt nur 7 Jahre gebraucht, um wieder ins Plus zu kommen. Später das Platzen der Dotcom-Bubble. Ein breit diversifiziertes Weltportfolio hat ab dem Jahr 2000 real gegen 50% verloren. Die Erholung hat fast 6 Jahre gebraucht. Das dritte Beispiel ist die Finanzkrise 2008. Ähnlich. Etwa 50% Rückgang vom Herbst 2007 bis März 2009. Die Erholung hat etwa 4 Jahre gebraucht. Und in jüngster Zeit Covid im März 2020. Ein scharfer Einbruch von etwa 30%, aber eine ungewöhnlich schnelle Erholung in wenigen Monaten. Wie uns die grossen Krisen aus der Vergangenheit zeigen, musst du selbst bei einem global diversifizierten Aktienportfolio damit rechnen, dass der Wert zwischenzeitlich um 50% fallen kann. Aus 1 Million werden 500'000 Franken. Aus 400'000 werden 200'000. Schwarz auf weiß in deinem Portfolio. Jetzt der Teil, wo die meisten Finanzratgeber weglassen. Die Frage nach dem maximalen Verlust hat ein Problem. Sie hat technisch keine obere Grenze. Aber kann ein globales Aktienportfolio 100% verlieren? Dafür müsste die ganze Weltwirtschaft gleichzeitig kollabieren. Kein realistisches Szenario. Aber unmöglich ist in der Finanzwelt ein Wort, das man vorsichtig brauchen sollte. Die bessere Frage ist, was ist wahrscheinlich und kann ich damit leben? Und da zeigen die Daten ein klares Bild. Für den globalen Aktienmarkt hat es seit 1970 keine rollierende 16-Jahres-Periode gegeben, wo ein breit diversifiziertes Portfolio real negativ abgeschnitten hat. Dieses Portfolio kann zwischenzeitlich auf die Hälfte abtauchen. Aber wenn du investiert bleibst, hat sich der Markt historisch immer erholt. Die Frage ist nicht ob, sondern wenn. Und ob du die Nerven hast, die Zwischenzeit durchzustehen. Und da kommen wir zum entscheidenden Punkt. Die maximale Verlusthöhe ist nicht das grösste Risiko. Das grösste Risiko ist deine eigene Reaktion darauf. Die meisten Anleger, die dauerhaft Geld verlieren, verlieren es nicht, weil der Markt gefallen ist. Sie verlieren es, weil sie nach dem Fall verkauft haben. Weil sie im März 2009 oder März 2020 gesagt haben, ich steige aus, bevor es noch schlimmer wird. Nicht Krise vernichtet Vermögen, Panikverkäufe in der Krise vernichtet Vermögen. Darum ist die eigentliche Frage eine an dich selber. Wie viel Buchverlust kann ich aushalten, ohne aus Panik meine langfristige Anlagestrategie über Bord zu werfen? Und die Antwort fühlt sich im ruhigen Markt ganz anders an als mitten im Sturm. Was soll man also machen? 3 Sachen. Erstens, die Aktienquote an die eigene Risikotoleranz anpassen. Wer weiß, dass ein 50% Einbruch ihn um den Schlaf bringt, sollte nicht alles in Aktien investieren. Ein Portfolio mit 50% Aktien verliert in einer schweren Krise vielleicht 25 statt 50%. Immer noch unangenehm, aber vielleicht aushaltbar. Zweitens, den Anlagehorizont ernst nehmen. Wenn du einen Großteil von deinem Geld in 3 Jahren brauchst, solltest du nicht vollständig in Aktien investieren. Nicht, weil Aktien schlecht sind, sondern weil 3 Jahre nicht lange, um einen schweren Einbruch auszusetzen. Und drittens, Panikverkäufe verhindern. Genau da kann professionelle Vermögensverwaltung einen echten Mehrwert bringen. Nicht, weil jemand den Markt besser timet,
sondern weil die Distanz zwischen dir und dem Verkaufen-Knopf grösser wird. Fassen wir zusammen. Wenn du voll in Aktien investierst, dann musst du damit rechnen, dass sich dein Vermögen kurzfristig halbiert. Das ist kein Weltuntergang, aber eine Realität, die kein Geiss wegschlägt. Doch wer langfristig investiert bleibt, dem zeigt die Geschichte, dass sich die Märkte erholen. Bislang jedes Mal. Und so lapidar wie es tönt. Der Maximalverlust ist nicht das, was der Markt dir antut. Es ist das, was du dir selber antust, wenn du im falschen Moment aussteigst. Hast du schon mal einen grösseren Einbruch in deinem Portfolio erlebt? Und wie hast du reagiert? Hast du gehalten, nachgekauft oder doch verkauft? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir auf felix@schuhwerf.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.